So, da wären wir wieder. Wir gucken gerade Watson zu, wie er irgendwie meditiert oder sowas. Aber das soll uns nicht weiter stören. Wir haben etwas zu experimentieren. Und zwar das Experiment mit den tödlichen Pflanzen. I need to find out exactly how it could be done. I shall begin now. Watson, if you are at all optimistic to have dinner this evening, then I'd recommend that you put on the gas mask. Ups, hab's weggeklickt, die Sprachmöglichkeit. This plant becomes inactive after being drenched with alkaloid. This plant becomes inactive after being... Was war hier der Fall? No reaction. Okay. Dann probieren wir eben die Raupen. It closed again. I believe I saw a small cloud of gas. I wonder what secrets this plant is hiding. Perhaps if we agitate it to a greater extent whilst it is opened, it will reveal a little more. I find the behavior of predators. Gut, also Moment mal, nehmen wir mal die Nadel, probieren die noch aus. My word. It shot a spike at me after I stabbed it with a pin. I imagined that its reaction would be ferocious if I increased the strength of my attack. My... Okay. No... It appears to have fallen... Kippen wir dann nochmal das Zeug rein, dann öffnen sie sich. It appears to open after... Dann hauen wir da eben noch ein paar Raupen rein. It closed again. I believe I wonder what secrets this plant is hiding. Diese dumme Pflanze... Oh, nein. Wir müssen diese Pflanze hier wegstellen. Stellen die mal hier rüber. Und die hier rüber. Weil wenn wir da jetzt wieder das Zeug drauf kippen, dann öffnet die sich nämlich und dann können wir die Raupen... Ach man, wirklich draufsetzen. So, Raupe drauf. Was? Wow. Toxic gas with spores. Extraordinary. Okay. So habe ich mir das nicht gedacht, aber egal. The plants would be capable of killing only if they were directly next to the victim and stimulated at precisely the right moment. Let us take our caterpillars to the Colonial Collection Room. We may see things more clearly there. It is too early, Watson. Our suspects will be there. Let us investigate Kew Gardens one more time and ask some questions. Gut. Wir haben hier nochmal ein paar Albert ist unerfahren. Er ist wirklich unerfahren. Ich
Ich glaube auch nicht, dass Mrs. White dann dementsprechend erfahren ist. Deswegen wäre natürlich... Nee, die Sekte glaube ich nicht, dass sie da drin verwickelt ist. Deswegen gehen wir nochmal zurück zu Kew Gardens. Und ja, quatschen nochmal mit allen drei. Und dann weiß ich auch nicht. Also die Sekte glaube ich nicht, dass sie da verwickelt ist. Die Sekte, denen wurde einfach nur die Pflanzen geklaut und die haben sie sich wieder zurückgeklaut. Anders, mehr war da nicht. Die wirken nicht wirklich so, als würden sie Leute umbringen, vor allem weil sie ziemlich komisch bekiffte Menschen sind. Miss White? Nee, Miss White. Die hat für mich momentan überhaupt kein Motiv. Ich meine, sie hat Geld gekriegt von Herrn Dunn. Die ist für mich überhaupt nicht verdächtig. Am verdächtigsten finde ich wirklich hier unseren Martin Hamish, weil er wirklich den größten Hass auf den Herrn hatte und auch wirklich irgendwie sich am besten mit Pflanzen auskennt. Weil der Sohn ist ja auch wirklich unerfahren hier, sagt er ja selber, dass der Albert nicht zu gebrauchen ist. Can you tell me if you saw Mr. Montague Dunn on the day of his death? Yes, of course. I met him, and we went to see Albert, his son, at around 9:30. He appeared quite calm. What were you doing on the morning of the accident? After paying multiple visits to Albert, I had a little talk with Miss White. Then I returned to my desk to complete some paperwork. Suddenly I observed that Mr. Dunn was not feeling well, so I ran immediately to fetch Albert. I clearly remember that it was around 10:30, for I was late that morning. Thank you, Mr. Hamish. We shall continue our investigation. Gut. Der hat seinen Aussagen zufolge also einen Grund, also ein Alibi. Fragen wir dann nochmal den Albert, ob das irgendwie stimmt. Oder was er dazu sagt. Oder was er generell zu sagen hat. Das fragen wir jetzt. Your father's death does seem highly suspicious. What were your movements here on that day? Suspicious? Well, I was working in the seed house, taking care of Lysa something, or Lear Pontus, or... No, wait. These Latin names. And I spent so many hours trying to memorize them. Did you see your father that day? Yes. He came here with Mr. Hamish for his weekly visit. There was nothing unusual about that. And then? Nothing. They stepped out to the backyard. It was perhaps 20 minutes before 10 o'clock. Then about 10 minutes later, I saw my father heading for the dry tropics room while Mr. Hamish returned here. And Mr. Hamish and Miss White, what were they both doing that morning? Mr. Hamish visited me a couple of times. I also saw him returning from talking with Miss White, and that was at 10 minutes past 10. But then he ran back here to me to tell me that my father was feeling unwell. We hurried across to the water lily room, and I found my father lying dead on the floor. Oh, my God. Thank you, young man. We shall see you again soon. Okay, so, mit ihm haben wir jetzt auch gequatscht. Dann gehen wir jetzt nochmal zur Miss White und quatschen mit ihr. Die müsste da hinten sein. Entweder da oder rechts. Bin mir jetzt gerade nicht sicher. Wir gucken einfach mal hier rein. Ich glaube nämlich, das war hier. Nee. Irgendwo hier in der Nähe ist es. Oh Gott, dieses Ruckeln, das ist wirklich nicht mehr schön. Aber PlayStation 3 ist eben auch nicht mehr die neueste Generation von Konsole. Dann ist sie hier drin. Hier muss sie drin sein. Yes. Frau White, ich hätte da noch ein paar Fragen an Sie. Was haben Sie getan an dem Tag vor seinem Tod? Hallo? The Divine Syndicate. Does that name mean anything to you, by any chance? Not at all.
but it is a very pretty name. Can you tell me what Mr. Dunn was doing upon the day of his death? I can, but there is nothing very special to say. I was in the laboratory when I saw Mr. Dunn heading towards me. Tuesday is the day of his weekly visit. It was supposed to be at 9, but he was 10 minutes late, as usual. And then? Well, he came in to say good morning. Then I saw him spend 2 or 3 minutes by the plants outside the laboratory. After that, he ran out in the direction of the nursery, where Mr. Hamish was working. He was always in a rush during the inspection, you see. I would pity anyone who stood in his way. And that was the last time you saw him? Yes. I stayed in the laboratory until 20 minutes to 11, when I heard the cries of Albert to Mr. Hamish from the large glass house. I joined them as soon as I could, for I knew that something must be very wrong. What exactly were you doing in the laboratory? I was recording an experiment for my thesis. I only stopped my work once when Mr. Hamish visited me briefly around 10 o'clock. You say you were recording an experiment when the tragedy occurred. Might I listen to the roll? Certainly. Please do. You will find it in the laboratory. It is number 320. Thank you, Miss. Okay, einige Zeit später. Wahrscheinlich jetzt eben dann beim Abend, wo keiner mehr da Everyone ist. has gone, Holmes. The way is clear. Okay. Aus dem Raum fliehen? Nee, das ist nicht das Erste. Sporen einatmen ist der erste Schritt. Dann wollte er aus dem Raum fliehen. Kriegt er diese auf die Fresse, schmeißt das Ding da um. Taumelt dagegen, will durch die Tür und fliegt hin. Das heißt, es war wirklich so eine Art Anschlag. When Montague Dunn was standing close by the plants, the caterpillars were released and caused the deadly spores to activate. Panicking, and likely already half asphyxiated, Montague Dunn started back and knocked over the bust. He rushed to the door, but it was locked. He had to force it open with his shoulder. We already know the outcome. Montague Dunn collapsed and died not far from the pool. Well, it is time to perform our experiment on the ventilation system. Alles klar. Aber dieses Experiment machen wir nicht mehr jetzt. Das machen wir erst morgen in der nächsten Folge. Bis dann und tschö.